Servus Leute, was geht ab? Willkommen. Heute mal ein interessantes Video von den Entwicklern. Und zwar diesmal geht es um die Feedbacks, die im September im Discord getätigt wurden. Und einiges davon wurden hier jetzt aufgenommen und dazu halt entweder abgelehnt oder angenommen. Und dazu eine Begründung reingeschrieben oder vielleicht auch keine. Und ich werde jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Ich werde euch nur die wichtigsten Sachen vorlesen und sagen, weil sonst dauert das Video viel zu lang und es sind einiges dabei, was einfach keinen Sinn macht und wo ich da die Augen rollen muss, wirklich beim Lesen. Deswegen, also, ja, allein die Aussage hier, CC-Teams sind zu stark. Dann wird da dunkler Kürbis, Baummönch und Feuer-Elektromant vorgeschlagen, was davon keiner eine CC-Fähigkeit überhaupt hat. Also deswegen, ich werde euch nicht alles vorlesen, das ist wirklich knallhart, einfach jedes Feedback aus dem Discord rauskopiert und wirklich, die haben sich die Zeit genommen und wirklich jeden einzelnen Feedback durchgelesen, also Hut ab. Da hätte ich persönlich gesagt, ich habe keine Lust mehr. Aber gut, das kann man nicht sagen. So, auf jeden Fall wollte jemand, dass man die Kampfgeschwindigkeit in der Arena erhöht auf 10 Mal, finde ich übertrieben. Also allein kein anderes Spiel hat es, ja, man kann sagen, ja, vielleicht kann ja mal das erste Spiel sein, aber das ist viel zu schnell erstens und die Option, dass man die Arena-Kämpfe skippt, finde ich auch nicht vorteilhaft, weil man lernt ja auch durch die verlorenen Fights. Man sieht ja, wie funktioniert das Team, wie gut synergiert mein Team, wie gut ist mein Speed-Tuning, cuttet jemand rein, etc. etc. Es ist halt so viel dabei, wo man halt bei den Kämpfen selber zuschaut und lernt. Deswegen finde ich das schwachsinnig, aber die haben das auch abgelehnt und gesagt, hey, mit den Hintergrundfarben wird das sowieso kein Problem mehr sein. Also von daher, dann, das wollte ich euch auch gar nicht sagen, aber da musste ich auch die Augen rollen. Eine Priorität für 5 Sterne ruhen im Autoselektor. Ich meine, es gibt das ja schon. Das schreiben sie auch. Dieses Feature ist schon drin im Verkaufseinstellungen. Also falls ihr eine Verkaufseinstellung braucht, guckt einfach bei mir auf dem Kanal. Irgendwo habe ich noch ein aktuelles. Wird bald wieder was Neues kommen. Also seid gespannt. Dann gibt es hier etwas Interessantes, dass Gegner also Counter-Attack machen, wenn man einen Tarnungsbuff hat, finde ich auch schwachsinnig. Da gibt es aber auch noch eine andere Sache, die finde ich auch noch nicht gut, aber die werde ich dann auch selber den Entwicklern nochmal schreiben. Und die haben sie auch gesagt, ja, klingt richtig und werden wir auf jeden Fall irgendwann in Zukunft machen. Dann die Option, dass man Teams kopieren kann, wenn man anderen Spielern zuschaut, ist auch okay. Dann hier kleinere Missionen für Einheiten, spezielle Einheiten zu machen, also spezifisch zum Beispiel friere X-Time im Kampf ein. Haben sie auch gesagt, jo, betrachten wir, aber müsste halt für jede Einheit extra sein und es wird ein großes Feature, deswegen wird es wahrscheinlich länger dauern. Hier hat jemand nach einem Bauteil-Set-Buff gefragt, was auch nicht wirklich cool ist. Hier Buffs und Nerfs für Charaktere ist auch kein gutes Feedback in dem Sinne, weil das sind zu wenige Informationen, das sagen sie auch. Also sie können jetzt keine Balance, also sie können nicht einfach irgendwas buffen oder nerven, weil jemand das möchte. Das wird natürlich ausgewertet und geguckt, wie gut sind diese Monster und das wird halt so wie in Summer Sword. Da wird nach der Winrate von den Monstern geschaut, wie oft hat dieses Monster, also wie hoch ist die Winrate, von welchem Niveau auch her und da wird halt alles ausgewertet und danach gucken sie halt, oh, ist dieser Unit wirklich so stark, das halt, oder zu schlecht, dass man den buffen muss. Und das wird dann auch von denen dann selber ohne Probleme gemacht. Also wenn es etwas gibt, was viel zu stark ist, das wird dann natürlich genervt, weil lieber zu schwach als zu gut, sagt man immer. So, dann neue PvP-Konzepte, so wie bei verlorenen Tunnel, haben sie überlegt, haben sie gesagt, auf jeden Fall, ja, danke für die Idee, wir werden auf jeden Fall in Zukunft nochmal schauen und gucken, ob wir was Besseres finden. Dann hier mit Filter, aber das haben sie schon alles abgelehnt. Und sehe ich jetzt gerade nicht genau hier zu verlorenen Tunnel. Da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schwach. Weil der verlorene Tunnel hart ist schon sehr schwer. Und man kann den nicht wirklich einfach im Autofarm laufen lassen. Auch wenn man die richtigen Elements hat. Es funktioniert vor allem bei den Bossen nicht. Und das wurde einfach abgelehnt.
Schade. Also Accuracy und Resistance finde ich okay, dass man das nicht verringern will, aber dass man die Bosse mal ein bisschen schwächer macht, dass man da nicht jedes Mal manuell jeden Boss legen muss. Weil, sind wir ehrlich, wir wollen natürlich verlorenen Tunnel machen, ja, aber nach dem dritten, vierten Mal hat man auch gar keine Lust mehr. Vor allem, wenn es jetzt momentan ja sowieso so ist, dass man ja nicht im Hintergrund farmen kann. Gut, wenn man später farmen kann, wird es vielleicht nochmal besser und dann kann man das auch nebenbei machen. Aber zumindest, wenn man diese Möglichkeit hat, die Autofarm zu machen, dann will man das ja auch schaffen. Und selbst ich persönlich könnte nicht jeden einzelnen Boss ab Stage 70, 80, 90 so automatisch farmen. So, dann kommen wir zum nächsten Bereich und hier gibt es nicht viel, wo ich sagen würde, ist sehr interessant. Also irgendjemand hat gefragt nach einer Option um Auto-Equip wie bei Summoners War. Ganz ehrlich, keine hat das bei Summoners War benutzt. Also wenn man es benutzt hat, dann war es auch sowieso nicht gut. Habe ich niemals, also würde ich auch niemals jemandem empfehlen, irgendwelche empfohlene Bauteile zu equippen auf Elemons, haben sie auch sowieso abgelehnt. Dann hier wegen Guild-Content, ja, das ist auch etwas, was sie vielleicht später irgendwann mal machen werden. Dann hier wegen AI-Settings gibt es zwar Sachen, wo man sagt, jo, könnte man vielleicht noch einführen, aber die wollen auch, dass es nicht voll intelligent wird. Also man soll natürlich noch ein bisschen RNG dabei haben. Ist völlig fein, hat man überall. Wäre natürlich aber trotzdem cool, ein paar mehr Konditionen zu bekommen, aber es ist fein. Ist nicht so wichtig. Dann Guild-Bosse sollten mehr Belohnungen für Guild-Punkte geben. Zum Beispiel pro 1 Million Damage kann man mehr Belegeres bekommen oder so. Und da haben sie gesagt, werden sie auf jeden Fall in einer zukünftigen Version einfügen. In so einer Art Form. Wahrscheinlich mehr Belohnung. Werden wir sehen, wie gut das kommt. Dann kam irgendjemand, ich weiß nicht, wollte wieder einen Vergleich haben. Ein Genitalvergleich. Und zwar Leaderboards für die höchsten Subsets auf Bauteile. Wer braucht sowas? Ja, wurde natürlich abgelehnt, klar. Und sie haben gesagt, sie wollen nicht natürlich noch mehr Vergleich, ne? Vergleich haben. Also, ist doch total schwachsinnig. Dann hier nochmal Auto-Kick, wenn 15 Territory War Attackers nicht der Gilde möglich sind. Verstehe ich auch, aber wir werden sehen, wie sich das in Zukunft machen wird. Ansonsten hier, was sehr interessant ist, Introduce. Seht ihr das? Ne, ihr könnt das nicht sehen. Da. Introduce a 7-day Login Banner with Key Units for New Players. Also ein 7-Tage Login Banner, wo man 7 Tage lang sich einloggt und am Ende bekommt man was Schönes. Und das haben sie auf jeden Fall gesagt, yo. Und ich merke gerade, die haben Accept falsch geschrieben. Das P&T wird auch egal. Die werden auf jeden Fall so ein Login Banner in Zukunft auf jeden Fall für neue und einige andere Events noch einfügen. Also seid gespannt, es wird schon sehr coole Sachen noch mitkommen. Dann kam wieder das hatte ich auch in Discord schon gesehen und habe auch drauf geantwortet, was ich total schwachsinnig finde. Und da haben die Entwickler auch drauf geantwortet, und zwar ein 5 Sterne Rot, Grün, Blau, also Wasser, Feuer, Baum, war wählbares Top 3 Pick für neue Accounts, um schneller zu progressen. Das Spiel ist noch nicht mal ein halbes Jahr draußen. Wenn ein Spiel 10 Jahre draußen ist und man hat fast nur noch Endgame-Leute und man will neue Spieler dazu kommen, dann verstehe ich, dass man vielleicht schnellere Progress haben möchte. Aber in einem Spiel, was noch nicht mal ein halbes Jahr draußen oder gerade mal ein halbes Jahr draußen ist, brauchst du keinen schnellen Progress. Guckt allein meine Free-to-Play-Grind-Videos an. Damit seid ihr schon wahrscheinlich auf dem Stand, innerhalb von 2 Wochen auf dem Stand, wo viele jetzt seit einem halben Jahr sind. Nur als Info. Und da haben sie auch gesagt, also früher PvE-Content kann erfolgreich bewältigt werden ohne ein 5-Star. Und vollkommen richtig. Braucht man nicht. Das ist einfach nur typisch, die Leute wollen einfach mehr. Dann rotate 5-Star Natural Event as previous promised. Ist auch eine fette Lüge. Es gibt keinen Versprechen, dass eine rotierende 5-Sterne-Event geben soll. Es gibt nur im März, wo das Spiel ja rauskam, also offiziell rauskam, gibt es ja ein Event, das Jahresevent, wo man ein 5-Sterne-Element beschwören kann. Und das wird es auch
nächstes Jahr im März wiedergeben. Und das ist auch das, was sie eingefügt haben und gesagt haben. Und es gibt kein Versprechen gewesen, dass irgendwie eine rotierende Event geben soll und so weiter und so fort. Also die Leute sind manchmal sehr braindead, muss ich ehrlich sagen. Aber ist okay. Ich meine, es gibt immer mögliche Menschen auf dieser Welt. Dann natürlich ein System für natürlich 5 Sterne Licht und Dunkel, das jeder bekommen kann. Ich versuche gerade mit den Augen nicht zu rollen. Wurde auch abgelehnt, weil die Leute verstehen etwas nicht. Es ist zwar schön und gut, ein Licht- und Dunkel 5-Sterne-Monster zu bekommen. Ja, voll geil. Dopamin, Ausschüttung und so weiter und so fort. Aber was bringt es euch, einen Licht- und Dunkel-Element zu haben? Ich habe einen zweiten Account, wo ich 3 LDs habe. 5-Star. Dieser Account ist nicht besser. Dieser Account kommt nicht gut voran, weil ich nicht viel Liebe für diesen Account gebe. Bedeutet, Bauteile sind immer noch das Allerwichtigste. Wenn man keine Bauteile auf einem Account hat, dann wird dieser Account nicht vorankommen. Auch wenn man 10 LDs hat. Die LDs bringen nichts, wenn man keine Bauteile hat. Punkt, fertig, aus. Kein Licht- und Dunkelmonster wird euch im PvE bereichern. Klar können sie helfen, Vorteile geben, aber sie werden nicht euch automatisch besser machen im PvE-Content. Auf gar keinen Fall. Die normalen Net 4s, Net 5s sind völlig fein. Es reicht aus. Ich habe auf meinem Main immer noch kein LD Net 5 und bin auch zufrieden damit, weil es besser so, weil damit kann ich euch einfach beweisen, man braucht kein LD Net 5. Punkt, fertig, aus. Ich habe fast 10 Jahre in Summoners War kein LD Net 5 gehabt. Und ich war trotzdem unter den besten 200 bis 100 Spielern im PvP. Habe ich nie gebraucht, braucht kein Mensch. Es ist einfach nur eine Ausrede, um sich selber einzureden, dass man etwas nicht schafft, weil man kein LD Net 5 hat. Es ist immer möglich. Vergiss das nicht. Deswegen will ich euch das, also damit will ich euch einfach nur erziehen. Hört auf, euer ganzes Spiel danach zu messen, dass ihr kein LD Net 5 habt. Ihr habt auch so viel Elements zur Auswahl. Net Force, Net Freeze. Warum mache ich wohl diese ganzen Videos mit Free-to-Play, nur mit 3 Sterne Elements, nur mit 4 Sterne Elements, um euch einfach zu zeigen, dass man keine übertriebenen Elements braucht, um etwas zu schaffen. Das ist der einzige Grund, warum ich diese Videos überhaupt mache und diese Guides mache. Um jedem Einzelnen zu zeigen, dass man alles schaffen kann mit jedem Element. Punkt, fertig, aus. Und deswegen, und die sind auch so, und die sagen aber auch, das finde ich aber cool, muss man fairerweise sagen. Also, ne, dunkle Kriegskrankenschwester ist ein sehr starkes Element. Es ist eine dunkle Kriegskrankenschwester, also ein dunkles Element. Und sie ist super stark. Viele unterschätzen sie immer noch, weil viele machen einfach die Quests nicht. Viele haben sie wahrscheinlich noch nicht mal. Und wenn sie haben, benutzen sie nicht. Es ist eines der besten verlorener Tunnel Elements und auch im Gilden-Content super stark. Und auch in anderen Situationen super, super stark. Also benutzt sie. Benutzt sie auf jeden Fall. Holt sie euch, wenn ihr sie noch nicht habt. Benutzt sie auf jeden Fall. Und sie sagen aber auch, sie überlegen sich eine Art Fusionssystem, so wie in Summoners War und Co. einzuführen. Was ich sehr, sehr gut finde. Und ich hoffe, das wird auf jeden Fall kommen. Weil Fusion ist schon ziemlich cool. Man kann dann vielleicht den einen oder anderen Baum, Feuer oder Wasser-Element bekommen. Vielleicht auch ein Dunkel, vielleicht auch ein Licht nochmal zusätzlich. Und die vielleicht jetzt nicht so übertrieben stark sind, aber vielleicht im PvE dem einen oder anderen helfen können. Bin ich völlig fein. So wie halt in Summoners War auch hat mit John und mit dem Feuerpanda oder mit dem Belligear in Feuer. Supermonster, die man früher im PvE benutzt hat. Und dann hat nochmal jemand gefragt, so nach einem Weltboss wie in Summoners War, dass man so 1 bis 2 Runs machen kann über ein paar Tage und davon Loot bekommt. Das haben sie abgelehnt, aber hier steht drin, Weltboss wird nicht hinzugefügt in kurzer Zeit. Das heißt, vielleicht in ein paar Monaten könnte es sein, dass wir vielleicht noch einen Weltboss bekommen. Wer weiß, wer weiß. So, und als allerletztes noch ein paar Kleinigkeiten noch hier, also was sind ein paar Kleinigkeiten, aber schon ein bisschen größer. Das mit dem Hall of Heroes, ne, wo man wie bei Summoners War einmal im Monat einfach ein LD oder irgendeinen 4-Star bekommt. Hier explizit wollte nur jemand
LEDs haben. Ja, es ist immer klar. Wurde gesagt, nein, wir haben alle 3 Monate ein Crafting-Event und das reicht. Und da muss ich schon sagen, haben sie recht. Also, dass man alle 3 Monate dieses Crafting-Event hat, wo man selber explizit ein Element auswählen kann und forst das, finde ich eigentlich sogar besser. Weil, jetzt stellt euch vor, im Dezember kriegen wir das Licht-Event. Das heißt, im Dezember darf jeder sich ein Lichtelement 4 Sterne auswählen. Und im März ist dann das 5-Sterne-Event und dann 3 Monate später kommt das Dunkel-Event. Also erst im Juni zwar, aber hey, das Spiel soll ja auch nicht von heute auf morgen fertig gespielt werden, soll jahrelang halten. Also von daher finde ich das okay, finde ich das fein. Muss man damit klarkommen. Dann, Hintergrundfarben. Wurde akzeptiert, steht auch drinne. Kommt bald. Und dann hier nochmal mit dem Spider, ist auch egal. Dann hier noch was Wichtiges mit dem Wassermönch, wo ich ja auch gesagt habe, die Spezialisierung passt nicht bei allen Elements. Und da haben sie auch gesagt, von Nuker zu Tank macht mehr Sinn, weil er skaliert mit mehr HP und nicht mit Crit Damage. Und deswegen, und da macht schon Sinn, dass sie das auf jeden Fall als Tank reinmachen. Ja, auf jeden Fall gibt es noch einige mehr Informationen, die ich euch jetzt kurz noch sagen kann, ist, dass sie auf jeden Fall im nächsten Update mehr auf die Community eingehen. Also wahrscheinlich einiges davon wird heute, oder nicht heute, wird in der nächsten Zeit angekündigt. Vor allem, ich denke mal, wir kriegen bald den Hintergrundskampf, weil Coming Soon heißt, kommt bald. Man weiß ja nie, was bald heißt. Ja, die Zeit ist immer sehr schwierig zu titeln oder zu definieren, aber in dem Fall wird es auf jeden Fall ein community-orientiertes Update werden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall im nächsten Update, glaube ich, zumindest so wie es klingt, unser Hintergrundskampf bekommen endlich. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir werden sehen, was die nächsten Zeit mit sich bringen. Ich denke, auf jeden Fall wird es so in den nächsten Wochen ein Hintergrundkampf kommen. Und dann schauen wir mal. Also, bis denn.